Hi ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Yay! Genau, und zwar machen wir heute ein Video darüber, wie man damit umgehen kann oder wie man sich am besten vorbereiten kann, wenn man es seinen Eltern sagen möchte. Aber die Eltern wahrscheinlich es nicht akzeptieren oder man weiß, dass die Eltern sehr homophobe Äußerungen schon mal gemacht haben. Dann ist man sich natürlich erstmal unsicher, wenn man hört, dass die Eltern sich darüber schon mal negativ geäußert haben. Genau. Und wir hatten dieses Problem auch. Bei unseren Eltern war es zwar so, dass sie sich noch nicht so irgendwie darüber geäußert haben negativ, aber jeder hat irgendwie immer Angst, was mache ich, wenn meine Eltern das nicht akzeptieren. Also genau, am besten ist es am Anfang, also wenn man das plant und man sich alles überlegt hat, dass man dann erstmal vorfühlt bei seinen Eltern, und das macht man am besten, indem man sich vielleicht erstmal ja nicht genau die Eltern aussucht, sondern indem man sich erstmal eine andere Person nimmt, bei der man sich outen will, also vielleicht die beste Freundin, der beste Freund, eine Cousine, also jemand am besten, der einem nahesteht, wo man denkt, da wird ein positiver Effekt sozusagen dabei passieren und das wird ein positives Erlebnis, weil dann ist es bei den Eltern umso einfacher. Bedenke immer daran, deine Eltern werden erstmal im Kopf haben, du hast irgendwann vielleicht meine Eltern waren so ein Anwalt, ein Arzt, hast 2 Kinder und ein Haus, und das stellen sich erstmal alle Eltern vor bei ihrem Kind, und denk erstmal dann, dass vielleicht, man hat erstmal Angst, dass man natürlich die Träume von seinen Eltern zerstört. Ich hatte auch diese Angst, meine Eltern haben immer so aus Spaß gesagt, oh, du hast irgendwann mal einen ganz reichen Typen, und ich hatte Angst, dass ich diesem Ideal nicht gerecht werde von meinen Eltern, weil ich ja quasi eine Frau habe. Ist egal jetzt, ob Ina Arzt ist oder weiß ich was, auf jeden Fall ist sie nicht ein Mann, und davor hatte ich natürlich auch erstmal Angst, weil die Träume sind erstmal weg von meinen Eltern. Die zerstöre ich erstmal. Richtig, und ich glaube auch ein großes Problem ist, dass Eltern im ersten Moment denken, wenn man es ihnen sagt, okay, das heißt ja dann, dass es auch definitiv keine Kinder gibt, weil, naja, weiß ich nicht, also ich glaube, dass Eltern oder generell, vielleicht beschäftigt man sich einfach nicht damit, und es ist Eltern einfach nicht bewusst, dass es auch funktioniert. Die denken erstmal, Frau und Frau geht ja nicht, geht ja nicht auf natürlichen Weg geht es ja nicht mal, und deswegen... Am besten ist, dass du dich vorab informierst. Ich meine, natürlich, wenn du gar keine Kinder willst, dann könntest du auch nicht erwarten. Aber wenn das bisher nie im Gespräch war und sie davon ausgehen, dass sie irgendwann Enkelkinder haben, dann informierst du dich am besten, was es für Methoden gibt. Dass es Methoden gibt, das solltest du einfach wissen. Und mit der Zeit könntest du ihnen dann nochmal sagen, dass das nicht heißt, dass sie oder du kinderlos bleibst. Ja, jetzt habe ich direkt bei meiner Mama zum Beispiel gesagt, es ist egal, ob ich jetzt Kinder haben möchte oder nicht. Ich wollte zwar immer welche, aber auch wenn ich es jetzt nicht gewollt hätte, hätte ich ja erstmal gesagt, Mama, das heißt nicht, dass du nicht Oma wirst. Also ich glaube, das ist bei Eltern, die wollen halt einfach Oma und Opa werden, und man sollte ihnen vielleicht auch das sagen, dass sie jetzt ihrer Träume oder ihrer Erwartungen jetzt nicht einfach platzen, sondern dass das alles möglich ist. Eine Hochzeit ist möglich, wir können heiraten, Gott sei Dank. Wir können Kinder bekommen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf natürlichem Wege geht. Es ist alles möglich, wir können auch ein Haus bauen irgendwann. Also das hat nichts damit zu tun, weil wir 2 Frauen sind oder du hast vielleicht eine Beziehung mit einem Mann, also 2 Männer, das ist nichts Schlimmes. Richtig. Ja, und bedenke auch, wie lange du selbst Zeit dafür gebraucht hast, um das, sage ich mal, ja, zu akzeptieren, um damit umzugehen, und weiß ich nicht, wie viele Internetseiten du besucht hast oder wie viele YouTube-Videos du geschaut hast und so weiter. Und wenn du dann diesen Prozess bekommen deine Eltern ja nicht mit, und wenn du dann mit ihnen sprichst und sagst so, ich bin lesbisch, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass sie sofort sagen, wow, Hammer, super. Klar gibt es bestimmt solche Eltern, aber wir gehen ja jetzt mal eher davon aus, wenn es halt nicht so ist. Insofern, gib ihnen diese Zeit, die auch du gebraucht hast, das zu akzeptieren, das sacken zu lassen. Auch wenn sie im ersten Moment nicht so reagieren, wie du es dir vorgestellt hast, das kann einfach, das wird kann immer besser passieren. Es wird leichter mit der Zeit, weil du bleibst ja sozusagen deren Kind. Genau, und auch wenn es jetzt nicht sofort, es wird immer besser. Und dann vergiss auch nicht, es ist letztendlich auch dein Leben und dein Glück. Also wenn du es immer deinen Eltern recht machst, also man kann es ja nicht man kann es einfach nicht ändern. Wenn du jetzt nur auf Frauen stehst oder nur auf Männer oder auf beides, du wirst es nicht verändern können, selbst wenn du es ihnen nicht sagst, selbst wenn du es ihnen über Jahre hinweg nicht sagst, wird es dabei bleiben, und du, weiß ich nicht, stürzt dich in irgendwelche Beziehungen, die dich gar nicht glücklich machen können, und
nur damit du deinen Eltern das präsentierst, was sie sich wünschen oder was sie sich vorgestellt haben. Also vergiss bitte nicht, dass du glücklich sein musst und dass, so traurig das ist, deine Eltern oder deine Großeltern oder wie auch immer irgendwann nicht mehr da sein werden, aber dein Partner ja, und in der Regel schon. Machen wir uns glücklich und ich bin mit Ina zusammen und Ina mit mir, oder wir machen unsere Eltern glücklich und haben einen Mann. Also unsere Eltern sind jetzt zwar die... Aber theoretisch von der Vorstellung. Weißt schon, was ja, genau. Du weißt schon, was wir meinen, dass halt du dich selbst glücklich machen musst und nicht deine Familie. Und wenn deine Familie auch noch glücklich ist, dann ist das toll, aber es ist nicht in jedem Fall so. Stell dich darauf ein. Weil irgendwann hast du ja deine Familie, ob die mit Kindern, ohne Kinder, wie auch immer ist, es ist ja nun mal irgendwann deine Frau, Familie. Mit wem auch immer. Also, ja. Und was du auch noch bedenken musst, diesen Outing-Prozess, ja, den man ja nun mal haben muss. Viele sagen, man hat den nicht, aber man hat den ja doch irgendwie schon. Wenn ich sage, das ist meine Freundin und es ist meine richtige Freundin, dann outet man sich noch irgendwie. Und ja, diesen Outing-Prozess hast ja nicht nur du jetzt an der Backe, sondern auch deine Eltern. Denn deine Eltern müssen jetzt auch dem Nachbarn dann mal sagen, ja, das ist ihre Freundin. Ja, ihre Freundin. Und deine Eltern müssen sich vielleicht dafür rechtfertigen und doofe Fragen sich anhören. Oh, wie ist es denn so mit einer lesbischen Tochter? Und darauf musst du dann, das musst du auch verstehen erstmal, dass deine Eltern jetzt sich auch mit diesen bescheuerten Fragen wie auch immer rumstreiten müssen. Ja, ich bedenke das einfach. Du kannst nicht sagen, jetzt akzeptier mich oder sehe mich nie wieder. Ja. Das kannst du nicht machen. Auch wenn wir es am Anfang auch dachten, sie müssen mich jetzt akzeptieren und mich lieben. Aber das hast du ja am Anfang wahrscheinlich auch nicht. Ja, und was auch noch wichtig ist, Inas Familie ist zum Beispiel eher so der Redepart. Und vielleicht, wenn du in so einer Familie aufwächst, dann solltest du das lieber langsam machen. Ja, dann lass dir auch Zeit. Also bei uns hat das lange gedauert. Wir haben lange geredet. Und ich bin halt eher, meine Familie ist eher so der Schreibmensch und nicht so emotional und halt manchmal auch sehr distanziert, und deswegen schreiben wir unsere Probleme lieber in Briefe oder auch in Nachrichten, und deswegen habe ich das auch lieber über den schriftlichen Weg gemacht. Das kann bei dir aber auch ganz anders sein. Also guck einfach, wie ihr in der Regel mit sowas, oder nicht mit sowas, wie klingt das, mit Problemen oder mit Neuerungen oder mit irgendwelchen, weiß ich nicht, du kennst ja, wenn du eine schlechte Note hattest, du hast es deinen Eltern gesagt, so, und ich glaube, das ist auch ganz gut vergleichbar, wie man sich outen kann. Warum der Weg auch so entscheidend ist, wenn du zum Beispiel einen Brief schreibst, dann erstmal kannst du dir über den Brief viel länger Gedanken machen, und auch deine Eltern können sich über den Brief länger Gedanken machen. Du siehst nicht, wie sie reagieren. Du hast dann erstmal die Last von dir, und die Last fällt erstmal ab, egal ob du weißt, was danach kommt. Und wenn sie etwas nicht verstanden haben, dann können sie nochmal nachlesen. Sie können nochmal schauen, ach so, das meinte mein Kind damit. Und ja, wenn man eben sich unterhält, dann geht es natürlich schnell. Dann ein Wort folgt auf das andere, und da kann natürlich schnell ein Streit oder können schnell irgendwelche Beleidigungen entstehen, die letztendlich gar nicht so gemeint sind. Also wenn du diesen Weg wählst mit dem Brief, dann hast du die Last erstmal, sag ich mal, weg. Ja. Und riskiere auch auf jeden Fall nicht deine Sicherheit. Also wenn du weißt, dass deine Eltern das echt uncool finden sollten oder du es vermutest, dann hab immer einen Plan B. Also hab vielleicht schon einen Freund, den du es gesagt hast, wo du hingehen könntest, wenn was nicht klappt, wo du schlafen könntest. Hört sich jetzt doof an, aber einige Familien akzeptieren das dann einfach nicht, und riskiere einfach nicht deine Sicherheit. Du stellst nicht deine sexuelle Identität in Frage, wenn du deine Eltern belügst deshalb und sagst, du hast einen Freund oder du stehst auf Männer, wenn du einfach dafür sicher bist. Also wenn du weißt, die würden dich rausschmeißen oder du säßt auf der Straße, oder Gewalt oder 14, 15 Jahre alt, nicht, und warte auf diesen Moment ab, wo du halt in Sicherheit gehen kannst, wo du dir vielleicht eine eigene Wohnung holen kannst oder bei irgendwelchen Freunden wohnen kannst. Deswegen hab immer einen Plan B bereit. Also denke immer, dass das Schlechteste passieren kann und hoffe auf das Beste. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und auch wenn du in der Öffentlichkeit bist, wir halten so oft Händchen, wir küssen uns in der Öffentlichkeit. Wenn wir aber jetzt eine offensichtlich homophobe Gruppe treffen würden, dann würden wir jetzt nicht das unbedingt provozieren. Ja, man soll zu sich selbst stehen, das ist wichtig, aber deine Sicherheit ist noch viel, viel wichtiger. Egal ob als Paar oder als Einzelperson, das hat immer oberste Priorität. Ja, deine Sicherheit ist wirklich am wichtigsten, und du stellst da wirklich nicht deine sexuelle Identität in Frage, wenn du dich sicher fühlst. Ja. Es ist einfach nur wichtig, dass du nicht irgendwie Gewalt oder sowas erfährst. Also protect yourself und sage es den Menschen wirklich erst dann, wenn du dir sicher bist, dass dass du halt sicher bist und dass da
ja, es war vielleicht nicht die positivste Rückmeldung kommt, aber dass du nicht Gewalt widerfährst oder dass du obdachlos bist oder man weiß ja nicht, was alles passieren kann. Wir wollen euch damit auch gar keine Angst machen, um Gottes Willen. Aber habt einfach einen Plan B im Kopf, weil vielleicht ist auch alles toll und sie freuen sich und sie sagen einfach, okay, es ist in Ordnung für mich und es muss nicht immer das passieren, aber hab's einfach im Kopf und hab's einfach im Kopf. Wenn du es dann gesagt hast, dann nimm das auch nicht allzu ernst. Also wenn jetzt die erste Reaktion eine eher negative ist, die jetzt nicht so verlaufen ist, wie du dir vorgestellt hast, immer auf das Gute hoffen und das Schlechte, sage ich mal, trotzdem im Hinterkopf haben. Also wenn die Reaktion nicht so positiv war, das kann sich mit der Zeit legen. Also das heißt nicht, dass die erste Reaktion die Reaktion bleiben muss oder das Verhalten dazu, wie deine Eltern oder deine Bekannten oder wie auch immer dazu stehen. Das muss es auf keinen Fall heißen. Also auf jeden Fall bei uns ist es alles super, auch wenn unsere Eltern vielleicht am Anfang jetzt es auch nicht total toll fanden. Jetzt würden sie, glaube ich, nie wieder, meine Familie würde niemals Ina mehr eintauschen wollen oder deine Familie, glaube ich, mich. Wir sind Vanessa und Ina quasi, wir sind zusammen und das akzeptieren da alle. Und wir gehören halt einfach zur Familie. Also ich glaube, ich selber könnte mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie es anders wäre, muss ich auch sagen. Nicht. Und wenn das so verläuft, dann hat man alles irgendwie erreicht. Und wenn was ist, wir sind immer für euch da. Wir haben euch ganz doll lieb und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Tschüss.